Eine Stunde nach diesen Aufnahmen der Überwachungskamera wurde Nita brutal ermordet, in ihrem Haus aufgefunden. Von ihrem Sohn fehlte jede Spur. Die Detektive, die am Tatort eintrafen, vermuteten, dass er entführt worden sein könnte. Außerdem wirft dieser Mord viele Fragen auf, aber dazu später mehr. Bevor wir mit unserem Video beginnen, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, unsere Videos liked und kommentiert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Nita Marie Mosley wurde am 2. März 1982 in Houston, Texas geboren. Später lebte sie in Lamarck, Texas, etwa 45 Minuten südöstlich von Houston. Nita hatte eine Schwester namens Betty. Schon in jungen Jahren begann Nita, nicht erlaubte Sachen zu konsumieren. Sie hatte mehrere stürmische Beziehungen zu Männern und bekam, wie die Gerichte später formulierten, zahlreiche unerwünschte Kinder. Nita war in Zivilverfahren gegen 4 verschiedene Männer wegen Unterhaltszahlungen und anderer Angelegenheiten verwickelt. Im Herbst 2000 bekam Nita mit einem Mann namens Michael einen Sohn. Sie gab ihrem Sohn den Namen Chance, weil er angeblich ihre zweite Chance im Leben symbolisierte. Leider konsumierte Nita weiterhin illegale Sachen, darunter Methamphetamin. Im Oktober 2005 wurde Chance von den Sozialdiensten aus Nitas Obhut genommen. Er blieb in einer Pflegefamilie, bis seine väterliche Großmutter im März 2007 das Sorgerecht für ihn übernahm. Ein Richter erklärte, es gebe glaubwürdige Beweise dafür, dass sowohl Nita als auch Michael eine Vorgeschichte der Vernachlässigung ihres Sohnes hätten. Chance war in den folgenden Jahren immer wieder in und außerhalb von Nitas Obhut. Im April 2020 wurde er erneut aus ihrer Obhut genommen und in einer Pflegefamilie untergebracht. Im Februar 2011 wurde Michael das Sorgerecht für seinen Sohn Chance zugesprochen. Als Michael im Juni 2014 ins Gefängnis kam, begann Chance bei seinen väterlichen Großeltern zu leben. Bei einem Vorfall im August 2014 sollen Nita und Michael zum Haus von Chances Großeltern gegangen sein und gefordert haben, ihren Sohn zurückzubekommen. Natürlich lautete die Antwort: keine Chance. Da man glaubte, dass seine Eltern unter Einfluss von irgendwelche Rauschmittel standen, war Chance verängstigt und sagte, er wolle nicht zu seinen Eltern zurückkehren. Er drohte wegzulaufen, falls er gezwungen werde, mit ihnen zusammenzuleben. Schließlich kehrte Chance doch zu seiner Mutter zurück. Bis Dezember 2014 lebten Chance und seine Mutter in einem 3-schlafzimmerigen Haus mit 120 Quadratmetern in der Fannin Street. Nita mietete dieses Haus. Für ihre Transportbedürfnisse lieh sie sich einen 2014er Nissan Maxima von jemandem, den sie kannte. Irgendwann Ende Mai oder Anfang Juni 2015 wurde Nita schwanger. Der Vater war ein alter Freund, von dem sie sich später trennte. Im Juli 2015 wurde Nita wegen Fahrens ohne Führerschein angeklagt. Ein Haftbefehl wurde gegen sie erlassen, weil sie nicht vor Gericht erschien. Am Samstag, den 26. September 2015, bemerkte einer von Nitas Nachbarn, dass die Tür zu ihrem Haus offen stand, und machte sich Sorgen und ging ins Haus rein. Und fand er sie tot in ihrer Küche. Die Polizei wurde verständigt. Im Verlauf der Ermittlungen fanden sie Folgendes heraus: Die 33-jährige Nita Mosley war 57 Mal erstochen worden, unter anderem am Kopf und am Rücken. Das Messer wurde am Tatort gefunden. Um ihren Hals war ein Elektrokabel eines Küchengeräts gewickelt. Die Todesursache war Strangulation. Nita war in der 17. Woche schwanger, als sie starb. Vermutlich wurde sie um den 22. September herum ermordet, 4 Tage bevor ihre Leiche entdeckt wurde. Ihr 14-jähriger Sohn Chance war verschwunden. Auch der Nissan Maxima, den seine Mutter ausgeliehen hatte, war nicht auffindbar. Am 27. September, einen Tag nach der Entdeckung von Nitas Leiche,
kontaktierte ein Familienmitglied die Polizei und gab den Tipp, dass Chance sich in Houston aufhielt. Chance wurde sofort und ohne Zwischenfall festgenommen. Er brach unter dem Druck zusammen, den die Detektive auf ihn ausübten, und gestand sofort, seine Mutter ermordet zu haben. Er gab an, dass er wütend auf seine Mutter wurde, nachdem sie ihn gebeten hatte, einen Schrank zu streichen. Er holte ein Messer und stach 57 Mal auf sie ein, doch sie lebte noch. Daraufhin benutzte er ein Elektrokabel, um sie zu erwürgen und ihr Leid zu beenden. Er sagte dann noch aus, er wollte sie aus ihrem armseligen Leben befreien. Nach dem Mord duschte Chance. Dann fuhr er mit dem Nissan Maxima in eine Stadt in der Nähe von San Antonio. Er hatte das Handy seiner Mutter bei sich, entfernte jedoch die SIM-Karte, damit das Gerät nicht geortet werden konnte. Anscheinend ging er zu einem Freund und rauchte unerlaubte Substanzen. Er erzählte dem Freund, dass er einen Mord begangen hatte, einen Mord an seiner Mutter. Er sagte noch, habe sie erlöst. Am 18. August 2016, fast ein Jahr nach dem Mord an seiner Mutter, wurde Chance wegen Mordes angeklagt. Er wurde vor Gericht gestellt und am 25. Februar 2020 verurteilt. Chance Mosley erhielt eine lebenslange Haftstrafe mit der Möglichkeit einer Bewährung nach 40 Jahren. Es besteht kein Zweifel daran, dass Chance seine Mutter absichtlich tötete. Doch er legte bei seinem Prozess dennoch eine Verteidigung dar. Der Grund, warum Chance wegen Kapitalmordes und nicht wegen Mordes angeklagt wurde, war die Schwangerschaft seiner Mutter. Das Töten eines ungeborenen Kindes stellt einen erschwerenden Umstand dar, der zu einer Anklage wegen Kapitalmordes führen kann. Seine Verteidigung beruhte im Wesentlichen auf der Behauptung, dass er sein ungeborenes Geschwisterkind nicht absichtlich getötet habe. Er habe bewusst vermieden, seine Mutter am Bauch zu verletzen. Zudem argumentierte er, dass das Kind möglicherweise bereits tot gewesen sei, da seine Mutter aufgrund ihres übermäßigen Substanzkonsums großen Schaden angerichtet habe. Vor ihrer Ermordung hatte Nita eine große Menge Methamphetamin und Alkohol konsumiert. Sie hatte diese Methode in der Vergangenheit genutzt, um unerwünschte Schwangerschaften abzubrechen. Die Verteidigung von Chance argumentierte außerdem, dass er impulsiv gehandelt habe und sich möglicherweise nicht vollständig bewusst war, was er tat, als er den tödlichen Angriff ausführte. Die Argumente zugunsten von Chance waren sicherlich kreativ, doch der Staat konnte sie effektiv widerlegen. Sie argumentierten, dass der Grund, warum Nita keine Stichwunden im Bauch hatte, darin lag, dass sie ihr Kind schützte. Ob das stimmt oder nicht, aber das Argument von Chance war in jedem Fall absurd. The pregnant mother allegedly killed by her teenage son. We've just learned there is a history of problems in the family that stretches back years. As we first reported last night at 10, the father of the teenage boy told us of problems in the teen's home years before his mother's murder. So we decided to do some digging of our own and found court documents dating back nearly a decade. Channel 2's Jonathan Martinez has been reviewing those files. And Jonathan, what have you found? Es gibt wirklich keinen Zweifel daran, dass er des Kapitalmordes schuldig war. Er gestand den Mord, die physischen Beweise bestätigten sein Geständnis und er wusste, dass seine Mutter schwanger war. Die eigentliche Frage in diesem Fall ist nicht, ob Chance schuldig war, sondern in welchem Maße. Wie verantwortlich war er für das, was passiert ist? Haben andere Faktoren eine Rolle gespielt, wie beispielsweise seine negativen Kindheitserfahrungen? Einige haben argumentiert, dass Chance von Geburt an böse war oder bereits in jungen Jahren böse wurde. Er verwandelte sich irgendwie in einen Mörder, ohne dass es signifikante äußere Einflüsse gab. Viele argumentierten, dass dieser Fall komplex sei. Chance tat etwas Schreckliches, befand sich jedoch in einer ausweglosen Situation. Es sei vorbestimmt gewesen, dass er antisozial werden würde. Zum Beispiel argumentierte Chances Verteidiger, während er die Geschworenen bat, das Wortspiel zu verzeihen, dass sein Mandant niemals eine Chance gehabt habe. Ein psychologischer Gutachter stellte später fest, dass Chance keine psychische Störung hatte. Chance hatte mit mehreren Personen darüber gesprochen, dass er seine Mutter und sein ungeborenes Geschwisterkind töten wollte. Sein Verbrechen war geplant. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er es gnadenlos umsetzte. Er war kein Täter, der einfach im Affekt die Kontrolle verlor.
Nita erkannte die Warnzeichen, dass Chance gefährlich war, aber sie war so egozentrisch, dass es sie nicht kümmerte. Indem sie ihrem Sohn nicht einmal die Hälfte einer Chance gab, spielte Nita ein Spiel mit ihm und verlor. Es wäre besser gewesen, wenn seine Mutter ihm überhaupt keine Chance gelassen hätte. Vielen Dank, dass Sie sich unser Video angeschaut haben. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren, das Video liken und einen Kommentar hinterlassen. Bis zum nächsten Mal.